Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Das Trauma in dir von Bessel van der Kolk zählt zu den wichtigsten Werken im Bereich der modernen Traumaforschung und Traumatherapie. Als renommierter Psychiater beleuchtet van der Kolk eindrucksvoll, wie sich traumatische Erfahrungen im Körper manifestieren und unser Leben auf vielfältige Weise beeinflussen können. Im Zentrum steht dabei der revolutionäre Ansatz, dass Trauma nicht nur ein psychisches, sondern auch ein körperliches Phänomen ist. Van der Kolk verbindet in seinem Buch persönliche Erfahrungen aus seiner langjährigen therapeutischen Arbeit mit Patienten, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sowie praktische Tipps für Betroffene und Fachkräfte. Dadurch gehört das Werk nicht nur zu den Standardwerken für Medizin, Psychologie und Coaching, sondern ist auch für alle Betroffenen und deren Angehörige äußerst wertvoll. Mit einer Mischung aus Empathie, Verständlichkeit und tiefgründigem Fachwissen erklärt van der Kolk, wie Traumata sowohl im Gehirn als auch im Körper gespeichert werden und wie wir lernen können, diese alten Verletzungen zu heilen. Leserinnen und Leser erhalten somit wertvolle Einblicke in die Auswirkungen ungelöster Traumata und konkrete Anregungen für die eigene Heilungsreise, weit darüber hinaus, was herkömmliche Therapiemethoden oft leisten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Natur des Traumas. Bessel van der Kolk zeigt detailliert auf, was Trauma wirklich bedeutet und warum es so tiefgreifende Auswirkungen hat. Er beschreibt, dass ein Trauma entsteht, wenn Menschen einer bedrohlichen oder überwältigenden Situation ausgeliefert sind, aus der sie keinen Ausweg finden. Anders als viele annehmen, betrifft Trauma nicht nur seltene extreme Situationen wie Kriege oder schwere Unfälle, sondern kann auch im Alltag durch Vernachlässigung, Missbrauch, Mobbing oder emotionale Verletzungen ausgelöst werden. Der Autor legt dar, wie Trauma das Gehirn, das Nervensystem und letztlich die Persönlichkeit beeinflusst und häufig zu langanhaltenden Stressreaktionen, Ängsten oder körperlichen und psychischen Leiden führt. Besonders bedeutend ist dabei der Fokus auf das Kindheitstrauma, das sich massiv und langfristig auf das weitere Leben auswirkt. Mit vielen anschaulichen Fallbeispielen und klaren wissenschaftlichen Erklärungen verdeutlicht van der Kolk die tiefgreifende Natur von Trauma und legt somit die Basis für das weitere Verständnis und die Heilungsschritte. Zweitens. Wie der Körper Trauma speichert. Ein zentrales Thema des Buches ist die Erkenntnis, dass der menschliche Körper zum zentralen Speicherort traumatischer Erfahrungen wird. Van der Kolk erläutert ausführlich, wie das Nervensystem, insbesondere das autonome Nervensystem, im Falle eines Traumas in einen ständigen Alarmzustand versetzt wird. Die körperlichen Stressreaktionen, wie erhöhter Puls, Muskelanspannungen oder Schlafstörungen, sind keine Einbildung, sondern direkte Folgen tiefer gespeicherter Traumata. Der Körper erinnert sich oft an das Erlebte, auch wenn der Verstand es längst verdrängt hat. Diese somatischen Spuren zeigen sich in chronischen Schmerzen, Unruhe oder unerklärlichen Gefühlszuständen. Die Bedeutung dieser körperlichen Komponente unterscheidet van der Kolks Ansatz radikal von traditionellen, ausschließlich gesprächstherapeutisch orientierten Therapien. Indem er das Körpergedächtnis ins Zentrum rückt, öffnet van der Kolk den Weg zu ganzheitlichen Ansätzen, die sowohl Körper als auch Psyche bei der Heilung adressieren. Drittens. Neurowissenschaftliche Grundlagen des Traumas. Das Buch liefert einen tiefen Einblick in die neurobiologischen Mechanismen, die bei der Entstehung und Verarbeitung von Trauma eine Rolle spielen. Van der Kolk veranschaulicht, wie verschiedene Bereiche des Gehirns, wie Amygdala, Hippocampus und präfrontaler Kortex, an Traumareaktionen beteiligt sind. Die Amygdala agiert als Alarmsystem, während der Hippocampus dafür zuständig ist, Erlebnisse zu ordnen und zeitlich einzuordnen. Im Falle eines Traumas übernimmt jedoch die Angst die Kontrolle, das Frontalhirn wird blockiert und die Logik tritt in den Hintergrund. So kann es zu Flashbacks oder Gefühlsausbrüchen kommen, die für den Betroffenen irrational wirken, aber tief im Gehirn verankert sind. Van der Kolk stellt die neuesten neurowissenschaftlichen Forschungsergebnisse vor und erklärt,
wie Trauma buchstäblich neuronale Netzwerke umprogrammiert und warum herkömmliche Bewältigungsstrategien oft nicht ausreichen. Erst wenn das Gehirn wieder lernt, zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu unterscheiden, ist echte Heilung möglich. 4. Moderne traumatherapeutische Ansätze. Ein weiterer Hauptaspekt des Buches ist die Vorstellung und Bewertung wirkungsvoller Methoden zur Traumabewältigung. Neben klassischen Therapien wie Gesprächstherapie legt van der Kolk großen Wert auf körperorientierte Verfahren, beispielsweise Yoga, Achtsamkeit, Atemtechniken und EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Diese Ansätze helfen, den festgehaltenen Schrecken nicht nur kognitiv, sondern auch auf somatischer Ebene zu lösen. Van der Kolk schildert zahlreiche Fallgeschichten, in denen Patienten durch diese Methoden spürbare Fortschritte erzielten, obwohl sie mit traditionellen Verfahren stagnierten. Er zeigt, dass die Integration des Körpers in den therapeutischen Prozess entscheidend ist, um tief sitzende Muster aufzulösen und neue Wege der Selbstregulation zu etablieren. Innovative Therapieformen wie Theaterarbeit oder Musiktherapie werden ebenso beleuchtet, sodass Leser vielfältige Anregungen für den eigenen Heilungsprozess erhalten. Schließlich die Bedeutung von Sicherheit und Beziehungen für die Heilung. Bessel van der Kolk betont im Buch wiederholt, dass Heilung von Trauma vor allem in einem sicheren, vertrauensvollen Umfeld geschieht. Traumata entstehen meist in Beziehungen und müssen auch im Kontext von unterstützenden Beziehungen bearbeitet werden. Der Autor beschreibt, wie essentiell stabile Bindungen zu Therapeuten, Freunden oder Familie sind. In einem geschützten Rahmen lernen Betroffene, neue Erfahrungen zu machen, sich zu öffnen und langsam wieder Kontrolle über den eigenen Körper und das Leben zu gewinnen. Das Gefühl der eigenen Sicherheit muss oft erst wieder aufgebaut werden. Van der Kolk weist auf die Notwendigkeit einer traumasensiblen Gesellschaft hin, die Verständnis und Unterstützung bietet, und plädiert dafür, dass auch Alltagseinrichtungen wie Schulen oder Kliniken ein grundlegendes Wissen über Trauma und dessen Folgen besitzen. Besonders für Menschen mit frühen Bindungsstörungen sind solche sicheren Beziehungen der Schlüssel zur nachhaltigen Heilung. Zusammenfassend: Das Trauma in dir von Bessel van der Kolk ist ein unverzichtbares Buch für alle, die sich mit den Themen Trauma, psychische Gesundheit und Heilung beschäftigen. Es richtet sich sowohl an Fachkräfte aus Psychotherapie, Medizin und Pädagogik als auch an Betroffene und deren Angehörige. Besonders empfehlenswert ist es für Menschen, die den Eindruck haben, dass alte Wunden und emotionale Blockaden ihr Leben beeinträchtigen und die nach neuen Wegen suchen, diese zu überwinden. Van der Kolk bietet fundiertes Fachwissen gepaart mit praktischem Nutzen und viel Empathie. Anders als viele andere Ratgeber oder Fachbücher betrachtet er Trauma ganzheitlich und erklärt, warum rein kognitive Ansätze oft zu kurz greifen. Wer das Buch liest, wird nicht nur Symptome besser verstehen und einordnen können, sondern erhält konkrete Anleitungen, wie Heilung wirklich gelingen kann. Der individuelle Nutzen liegt in der Fähigkeit, die eigenen Muster bewusster zu erkennen, neue therapeutische Wege zu kennen und sich selbst mehr Mitgefühl entgegenzubringen. Das Buch ist wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig verständlich, sodass es nicht nur Experten anspricht, sondern auch Laien Mut macht, sich auf den Heilungsweg zu begeben. Wer ein Buch kaufen möchte, das aktuelle Forschung, praktische Ansätze und echte Lebenshilfe bietet, ist mit van der Kolks Werk bestens beraten. Es hebt sich deutlich von anderen Titeln ab, da es Körper, Geist und Beziehungen gleichermaßen berücksichtigt. Wenn Sie unterstützen möchten, Bessel van der Kolk, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.